einfach ein Lagerfeuer hier mit 100ern machst, dann kannst du da echt schon ein bisschen Wärme generieren, wenn du dir einfach diesen Wertverlust verbrennst. Wenn ich Tag heute eine nagelneue Super Adventure S kaufe, habe ich Preisdifferenzen von 8.000 Euro Listenpreis leeres Motorrad. Das kannst du nicht bringen. Das macht halt die ganze Wertstabilität der Marke absolut kaputt und auch den gesamten Gebrauchtwagenmarkt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar diesmal habe ich tatsächlich eine Statistik vorbereitet. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Video, wo es auf diesem Kanal einfach eine Statistik und ein Diagramm von mir selbst erstellt gibt. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass KTM den absolut größten Wertverlust hat unter all den Marken, die ich bisher gefahren bin. Natürlich ist es auch wieder sehr spannend, was ihr da draußen berichten könnt, aber die Differenz zwischen Listenpreis, was dieses Motorrad damals wert war, ich habe jetzt die Erfahrung, dass ich eine Multistrada V4S für 27,5 Liste besorgt habe, inklusive Zubehör. Und dann kommst du zu KTM und du denkst dir, wow, der Listenpreis von dem Bike ist eigentlich komplett leer, aber dann hast du weder schräglagenabhängige Traktionskontrolle noch Quickshifter dabei. Alles bei KTM ist Aufpreis und ich meine jetzt nicht irgendwelche Carbon-Parts, die kein Mensch braucht, sondern ich meine einfach rudimentäre Sicherheitsfeatures oder einfach Technikfeatures, die 2022, wie ich sie gekauft habe, und 2024 sowieso einfach der absolute Standard sind. Wir fangen mal ganz ruhig an. Wie ihr ja schon gehört habt, meine Ducati hat 27,5 gekostet und dann gehe ich tatsächlich rein damals und habe mir ein Angebot geben lassen bei KTM im Südwesten von München, irgendwie so 60, 70 Kilometer außerhalb. Und habe damals eine komplett konfigurierte, ausgestattete, nichts Spezielles, keine wirklichen Powerparts, kein Carbon, kein Akrapovic-Auspuff, aber es war die R, die kostet immerhin noch einen Tausender mehr, konfigurieren lassen und ich war auf 30.000 Euro für dieses Bike. Und ich dachte mir, boah, man hat schon immer gesagt, Ducati ist verdammt teuer. Und okay, wenn du dich mal auf so ein Segment bewegt hast, naja, dann bist du wenigstens da oben und dann ist ja Eintauschwert und so, du bewegst dich ja quasi, du bist ja quasi unter Anführungszeichen ein Level gestiegen und auch der Eintauschwert gibt im besten Fall wieder mehr zurück und dann ist es auch leichter quasi auf dem Level zu bleiben oder dort wieder zuzuschlagen. Dementsprechend dachte ich mir, boah, österreichische Qualität, Wahnsinn. Also 30, scheiße. Das wird auf jeden Fall das teuerste Motorrad, das ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Aber ich war ja eigentlich blitzverliebt ab der ersten Sekunde. Da gibt es nichts auszusetzen. Eigentlich habe ich mich direkt verliebt. Das Ding ist natürlich schon gemacht für Race. Spürt man auf jeden Fall. Passt aber auch genauso. Alles rattenscharf. Und dann gibt es jetzt das Ergebnis. Ich hatte ja auch die Erfahrung, meine Ducati Multistrada V4S ist tatsächlich nach knapp einem Jahr gestohlen worden und der Wert ist über die Versicherung gekommen. Das heißt, by the way, kleiner Teaser, ihr wisst jetzt, wie viel eine Versicherung zahlt, wenn ein Motorrad gestohlen wird. Ich habe tatsächlich 20.000 von der Versicherung zurückbekommen. Details wird es dazu in einem anderen Video geben. Ich werde das nochmal aufberechnen, was man alles machen muss, was man für Aufgaben hat, worum man sich kümmern muss und wie das dann in der Regel abläuft und auch abgelaufen ist. Natürlich gab es wie immer ein bisschen Probleme, aber unterm Strich habe ich es hingekriegt. Das heißt, wir haben hier in 22.000 Kilometern und einem Jahr tatsächlich, sagen wir, ungefähr einen Wertverlust von 7.500 Euro. Was, finde ich, vollkommen in Ordnung ist. Man sagt ja immer, Neufahrzeug, erstes Jahr, Meister, Wertverlust. Nicht vergessen, ich war damit ich habe auch der Versicherung gesagt, quasi, es hat hier einen kleinen Kratzer gehabt und da einen Kratzer, weil ich sie mal umgelegt habe. Und das war alles absolut transparent und ehrlich, würde ich auch wirklich jedem nahelegen. Und im ersten Jahr verliert ja ein Neufahrzeug, ich würde immer sagen, ein Viertel bis ein Drittel. Ich setze eher bei ein Drittel. Es ist ja überall so, es ist auch bei digitalen Geräten, Laptops, Handys, überall so. Das erste Jahr ist immer das teuerste. Deshalb, wenn du günstiger kaufen willst, kauf einfach was Gebrauchtes, was dieses Jahr einfach schon hat. Also sagen wir so grob 7 mal 4, 28, 7 mal 3, 21. Heißt, wir haben quasi ein Viertel verloren, Pi mal Daumen, was eigentlich noch wirklich okay und gut ist. Also ich habe damals wirklich so gesagt, irgendwie 18, 17, 18 Untergrenze, 20, 21 Obergrenze, je nachdem, was die Versicherung bezahlen hat, war so meine Bauchschätzung. Und für das, was rausgekommen ist, war das eher am oberen Ende. Aber es gibt auch noch einen kleinen Special Deal, den du mit der Versicherung eingehen kannst, damit du mehr rauskriegst. Gerne dazu auch in diesem anderen Video. Bleibt also auf jeden Fall dem Kanal treu. Dann habe ich noch ein paar andere Vergleiche hier aufgelistet.
Und zwar hatte ich eine BMW S1000R, Listenpreis 17.500 und eingetauscht habe ich sie tatsächlich für 7.000 Euro, aber nach 5 Jahren. Würde heißen, wenn wir von einem linear absteigenden Wertverlust ausgehen, so auch in der Grafik, ich habe natürlich keine Ahnung, wie es im Detail wäre, dann würden wir sagen, Jahr 1 15.000, Jahr 2 13.000. Also auch auf jeden Fall super wertstabil, würde ich persönlich sagen. Und was ein kleiner Clou ist am Rande, ich habe tatsächlich aus Interesse einfach so geschaut, weil ich dieses Bike so liebe, wie viel jetzt eine Baujahr 2016 BMW S1000R kostet, weil das war einfach der geilste Klang und das Moped war perfekt, hatte auch schon schräglagenabhängige Traktionskontrolle und alles drin, war der Hammer, liegt jetzt bei 11.000 bis 12.000 am Gebrauchtwagenmarkt. Das heißt, es ist wieder gestiegen. Wir wissen ja, Corona, Inflation, alles. Gebrauchtwagenmarkt ist wirklich krass. Ich habe einen Kollegen, der hat ein Auto einfach nach 2-3 Jahren Nutzung jetzt mit Mehrwert verkauft, als er selbst dafür bezahlt hat. Also vollkommen verrückt. Aber ja, wirklich schade, dass ich sie eingetauscht habe. Ich habe mir im Nachhinein wirklich gedacht, für dieses Geld hätte ich sie mir auf Lifetime behalten müssen, weil es war ja sogar im Jahr 5 der Hauptkabelstrang gewechselt als Abnutzungsgegenstand. Das heißt, wenn du damit einfach gelegentlich ab jetzt gefahren wärst, wäre sie locker noch auf Lifetime perfekt gefahren. Bin mir ziemlich sicher. Dann tatsächlich die Z1000. Gekauft für Liste 12.000 und nach 3 Jahren eingetauscht für 6.000 Euro, was quasi bedeutet 2.000 Euro Wertverlust. Heißt, nach einem Jahr wäre sie 10.000 wert gewesen und nach 2 Jahren 8.000. Was hier wirklich auch in Relation zum Neupreis eigentlich wirklich minimal ist, beziehungsweise erwartbar und vollkommen in Ordnung. Und dann gibt es tatsächlich noch mein erstes Bike hier, die ER6N, hammergeil, bezahlt dafür 7.400 Liste und nach einem Jahr verkauft. Die Z1000 ist damals ums Eck gekommen und ich habe mich direkt verliebt für 5.000. Das heißt auch quasi, wenn wir wieder von der 1/3 Rechnung ausgehen, perfekt. Das waren 2.400 Euro Wertverlust auf ein Jahr gerechnet und auch in dem Bereich, sagen wir mal, 1/4 bis 1/3. Für die Kilometerleistungen gerne nochmal hier, wenn ihr es ungefähr haben wollt. Die ER6N hatte knapp 20.000 Kilometer auf der Uhr, wie ich sie verkauft habe. Die Kawasaki Z1000 hatte knapp 36.000 Kilometer auf der Uhr, wie ich sie verkauft habe. Und die S1000R hatte knapp 54.000 Kilometer auf der Uhr, wie ich sie verkauft habe. Das heißt, schon anständige Kilometerleistungen und so im Durchschnitt pro Jahr bin ich eigentlich immer roundabout 15.000 Kilometer plus gewesen. Bei der ER6N, meinem ersten Bike, war das tatsächlich auch so. Hätte gedacht, da bin ich vielleicht weniger gefahren, aber ja, ich erinnere mich, dass ich auch innerhalb eines Monats die 8.000 runter hatte. Und dadurch auch Freunde bei Euromotors Graz gefunden habe, weil die einfach gesagt haben, ich bin vollkommen durch. Nach einer Woche war ich beim Erstservice, nach 3 weiteren Wochen hatte ich 8.000 um. Und das für mein erstes Motorrad hat ein wenig Aufsehen erregt. War wirklich lustig. Und das Beste kommt zum Schluss. Jetzt sind wir tatsächlich bei der Ursache und bei dem Grund, weshalb ich dieses Video hier gedreht habe. Und abgesehen von all diesen Mängeln ist es wirklich komplett absurd. Wenn ich Tag heute eine nagelneue Super Adventure S kaufe, habe ich Preisdifferenzen von 8.000 Euro Listenpreis leeres Motorrad. Und wir wissen ja, ohne Quickshifter, ohne noch einige andere Gimmicks, die man definitiv heutzutage haben sollte. Das heißt, man kann quasi, je nachdem, zu welchem Händler man geht, extremes Glück haben oder auch nicht. Und ich würde sagen, es ist ja nicht vorauszusetzen, ich persönlich würde es auch nicht machen. Ich habe einfach wirklich Glück gehabt, dass ich nicht 30 bezahlt habe, Einkaufspreis, weil ich gute Freunde habe. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber es ist doch vollkommen absurd, wenn der eine Kerl in den Laden geht, einfach einen nicht so netten Händler hat und 30 auf den Tisch legt, weil er sagt, boah, ich bin Premium, BMW 28.000, Ducati 27,5, KTM 30, boah, das ist ja auch ein mega Bock, der hat mega Durchzug, boah, Wahnsinn, okay, ich kratze mir das von den Zähnen ab. Und der andere geht hin und geht jetzt zum Beispiel hier, München, KTM Süd und Nord, hat ein 2023er Modell, nagelneu, 4 Jahre Garantie. Für 16.000, sage ich ganz grob, in dem Sortiment. Könnte man jetzt vielleicht ein bisschen als Werbung verstehen. Und die R haben sie tatsächlich für 17.000 im Sortiment. Ich habe jetzt die 100er dazwischen gespart, aber das ist halt wirklich ein Wahnsinnspreis. Und wenn du eine nagelneue 2024er jetzt kaufst, hast du nur 2 Jahre Garantie.
Das heißt, ich habe eine 22er, sagen wir mal, um 30.000 gekauft. Und heute gibt es tatsächlich eine 2023er, von außen selbes Motorrad, von der Technik selbes Motorrad, für den Endkunden gar kein Unterschied. Das kriegst du halt einfach für 16. Und wenn bei mir der Basispreis vom leeren Moped damals 24 war, was ich ungefähr auch schätzen würde, dann hast du einfach 8.000 Euro Differenz, leeres Fahrzeug, Listenpreis zwischen einem Baujahr und dem anderen Baujahr. Und das geht halt wirklich gar nicht. Das kannst du nicht bringen. Das macht halt die ganze Wertstabilität der Marke absolut kaputt und auch den gesamten Gebrauchtwagenmarkt absolut kaputt. Also stellt euch jetzt vor, ich weiß, wie viel meine jetzt wert ist bei anderen Marken, weil ich sie tatsächlich zum Eintausch angeboten habe. Und ich würde jetzt zwischen 11.000 und 12.000 für meine bekommen. Wenn wir jetzt von 30.000 ausgehen, ist das einfach mal um 60% gefallen. Wieso? Natürlich, weil du eine nagelneue für 16 kriegst. Ich meine, was willst du denn da machen? Wer kauft denn ein gebrauchtes Motorrad? Normalerweise würde ich sagen, wenn du 30 bezahlst, müsste sie bei mir mit 18.000 Kilometern jetzt weniger als die Ducati, grob gesagt, einer wirklichen Saison, weil ich habe ja Ende der Saison gekauft und jetzt ist Anfang der nächsten Saison, das heißt so 1,5 Jahre, ich sage mal so 18, 20 Monate maximal, müsstest du eigentlich locker above, also über 20.000 Euro sein und dich irgendwo da bewegen, 20, 22, eigentlich noch mehr als die Ducati, weil ich habe auch weniger Kilometer drauf gefahren. Alles inkludiert an Packages, Koffer dabei, Elektro-Packages dabei, Sozius-Sitzheizung, Enduro-Package, Tech-Package, wirklich alles drin in diesem Moped. Diebstahlwarnanlage auch noch. Und dann sagt man dir halt, yo, du kriegst jetzt 11.000 für dein Fahrzeug. Und kein Witz, KTM München Süd, danke für das grandiose Angebot, haben wir tatsächlich gesagt, ich gebe dir nur 10. Jawohl! Herrlich, also wirklich herrlich. Da kommst du dir natürlich, da bist du natürlich perfekt aufgehoben, wenn du einfach 30 bezahlt hast und dir dann auch ein KTM-Händler sagt, ich gebe dir noch 10. Bruder, jawohl! Ah, herrlich. Einfach verrückt. Und ich glaube, eins kann ich an dieser Stelle auch schon verraten, weil ich habe euch ja erzählt, ich habe ein Angebot gekriegt, also entweder die Wandlung oder eben hier auch wirklich ein großartiges Angebot nochmal für Mototreff Balog, dass ich ein 2024er Modell kriege, inklusive bei mir jetzt 4 Jahren Garantie für 7.000 Euro Aufpreis. Aber ihr versteht es schon, stellt euch mal vor, dann hast du 30 bezahlt, bist auf, sagen wir mal, 10 bis 12 jetzt gefallen und sollst dann nochmal 7 bezahlen für genau dasselbe Motorrad aus Endkundensicht, dann wärst du bei 37.000, wo ich einfach schon sage, ach komm, kann ich schon ein Verleihgeschäft für Africa Twins aufmachen? Keine Ahnung, hol mir einfach 2, 3, je nachdem, vielleicht ein Vorführer, 2 nagelneue, ich weiß es nicht, aber das ist doch einfach vollkommen krank. Das versteht ihr hoffentlich auch und deshalb einfach aus dieser Perspektive, ich kann wirklich auch jetzt nur von Super Adventure S sprechen, da ist es mir so aufgefallen, ich weiß nicht, ob es diesen absolut verrückten Sale auch für andere Modelle gibt, teilt es bitte auch gerne in den Kommentaren, aber das macht mich halt verrückt, das ergibt wirklich absolut gar keinen Sinn und deshalb ist für mich persönlich allein schon, jetzt separat von all diesen Defekten, die ich habe, ist für mich die Marke leider auch schon auf der roten Liste. Soll heißen, ich werde sie in Zukunft höchstwahrscheinlich nicht mehr kaufen, weil das Risiko ist ja wirklich viel zu groß, dass du da einfach Geld verbrennst. Und da kannst du doch echt nichts anderes sagen. Wenn du einfach ein Lagerfeuer hier mit 100ern machst, dann kannst du da echt schon ein bisschen Wärme generieren, wenn du dir einfach diesen Wertverlust verbrennst. Und das ist traurig. Was man darüber immer hört, was ich tatsächlich auch hier von den Händlern einfach gesagt bekommen habe, man weiß nicht, woher die günstigen Motorräder kommen. Vielleicht ist irgendein Händler insolvent gegangen. Vielleicht sind irgendwo ein paar Motorräder vom LKW gefallen. Die waren halt auf jeden Fall da. Die kosten nichts. Man sagt auch quasi, für den Markt wurde einfach viel zu viel produziert. Die wurden nicht verkauft und damit das ausgeglichen wird, werden die halt einfach verkauft zu einem Verhökerpreis, was quasi einem Basar gleicht, würde ich persönlich sagen. Also ich bin dankbar für jede Erfahrung, die man im Leben macht. Und deshalb gibt es auch diesen YouTube-Kanal. Ich mache relativ viel Erfahrung und ich freue mich, die mit euch teilen zu können. Also das macht mich allein schon ein bisschen fertig, wenn ich darüber erzählen muss, weil ich finde immer, über gewisse Erfahrungen, die man auch gar nicht im Leben machen muss, muss man auch dankbar sein. Dementsprechend lasst das mal auf euch wirken. Ich finde, das ist wirklich harter Tobak. Ride hard, ride safe. Bei mir bleibt es auf jeden Fall weiterhin spannend. Macht es ganz gut. Tick-Tack, Sardinien, wir kommen. Servus.